Okay, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das wohl, hä? Wer ist das? Heute hingekriegt. Das ist wirklich eine absolute Welturaufführung, dass wir es so probieren. Nein, Sie sehen euch nicht, aber Sie können alles hören, was hier passiert. Sie können uns aber nicht verstehen, wenn wir Deutsch sprechen. Deswegen, ich weiß, viele von euch können zwar einigermaßen Englisch, schätze ich mal jedenfalls, aber wir haben eine wunderbare Übersetzerin für euch heute hier, die hin und her übersetzt eure Fragen, deren Antworten, unsere Moderation für die. Und das ist Gabrijela Leovic. Herzlich willkommen. So, 600 Leute, 600 pupils are sitting here and listening to you. Hello, can you hear us? Yes, we can hear you. Can you hear us? Yeah. Salam. We can't see you though. We cannot see you, but we can hear you. This is wonderful. Great. Okay. Salam Amir, salam Khalil, man Hamida. Hallo Amir, hallo Khalil. Ich freue mich erstmal, dass es mit der Videokonferenz geklappt hat. Und ja, ich nehme mal das andere Mikro. So we're glad that the video conference has worked out with you guys. Yes, it's quite miraculous. Scheint ein richtiges Wunder zu sein. We would like to thank all of you for coming, and we would also like to thank Christoph because he and Khalil have been organizing the Skype conference for quite a while. Very grateful to you. Also ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr zu diesem Treffen hier gekommen seid, und auch ganz herzlichen Dank an Christoph, der mit Khalil zusammen diese Videokonferenz seit langem geplant hat. Ich wollte mich auch zuerst mal für die mutige Arbeit bei Amir und Khalil bedanken, für ihre mutige Arbeit und für ihr Einsetzen für das iranische Volk. First of all, we'd also like to thank you for your courageous contribution and for the commitment for the whole Iranian people. Thank you. Thank you. Und genau, ja. Und bevor wir die Fragerunde für das Publikum eröffnen, wollte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, die zwei Autoren auch nochmal zu befragen. Und zwar würde mich zum Beispiel interessieren, das ist ja Sarah's Paradise, ist ja euer erster Comic. Und was hat euch zu dem Medium Comic gebracht und wieso das Medium Comic? Okay, before handing the floor to the audience, I'd also like to ask a few questions to pick your brain a little bit myself. So, Sarah's Paradise is your first graphic novel. I was wondering what made you opt for this medium. Why did you choose a comic to convey your message? Well, you know, I tried a lot of different things when it came to human rights. We tried letters to the head of the UN. We had tried, academic approaches and so on, and they were too slow and too formal. And so we wanted something a little bit more that would reach people a bit faster. I will slow down so you have the chance to translate, or do you want me to just give the whole answer? You can go on. Okay, so, you know, I've done documentary film before, and with documentary film, you have so many constraints. You have a camera to carry, you have to be at the right place physically, you know, it's a more expensive medium, and you can only capture what you can with the eye of the camera. With a graphic novel, you're very free. So for instance, when Khalil, I would just speak to Khalil and say, well, maybe we need a shot of Tehran from above. Then I don't need a helicopter, I don't need a camera crew up in the sky, and I don't need the Iranian government's permission to be filming it. It's all in my imagination and in Khalil's imagination. So it's cheaper, it's fast, and it's fun. And I think that's a better way to communicate. So that's why we went with the graphic novel as a medium. We chose a more realistic style because the subject was so serious.
Wir haben ganz verschiedene Dinge versucht, um das Thema Menschenrechte anzugehen. Wir haben Briefe in die politischen Sphären geschrieben, wir haben die Vereinten Nationen kontaktiert, wir haben uns auf akademischen Wegen bewegt, aber das ist uns alles viel zu langsam und viel zu formal vorgekommen. Wir wollten schneller mit unserer Botschaft rüberkommen. Und ich kenne diese Erfahrung, ich bin auch Dokumentarfilmer und da sind mir all die Hindernisse in diesem Milieu bewusst, zum Beispiel die Kamera, die man mit sich rumschleppen muss. Man muss am richtigen Ort sein, um das richtige Bild zu bekommen. Es ist alles relativ teuer und man ist limitiert, weil man einfach nur das Auge der Kamera zur Verfügung hat, um das abzubilden, was am Ende dabei herauskommt. Also haben wir uns für diese Graphic Novel entschieden, weil sie uns sehr viel mehr Freiheit beschert. Wenn wir zum Beispiel eine Aufnahme von oben haben wollen, dann machen wir das einfach und wir brauchen nicht mal einen Helikopter dazu. Das spielt sich alles in unserer Fantasie ab und es lässt uns eben diese Freiheit. Es ist alles viel billiger, schneller, macht viel mehr Spaß und deshalb haben wir uns für dieses Medium entschieden. Und wir wollten auch einen realistischen Stil an den Tag legen, weil es sich um ein sehr ernstes Thema handelt. You have an amazing memory. Also ich freue mich erstmal, dass ihr euch für dieses Medium entschieden habt, natürlich ich als Comiczeichner, und ich freue mich auch insbesondere, weil auch mit eurer Arbeit gezeigt wird, dass ernsthafte Themen im Comic quasi bearbeitet werden können, beziehungsweise bearbeitet werden, weil in der Gesellschaft ist das ja noch nicht ganz angekommen. Es geht zwar Gott sei Dank aufwärts, was das Thema angeht. Genau, deswegen freue ich mich schon mal darüber. Mich würde noch mal interessieren, welche Schwierigkeiten die zwei hatten, also während ihrer Arbeit bezüglich zum Beispiel der Dramaturgie, also dem Storytelling, oder also auch persönliche Schwierigkeiten und natürlich grafische. Well, thanks from my side again that you chose this medium, because it's a very special way of moving forward, and it also shows that serious topics can be embraced in such a medium, and unfortunately the message hasn't dropped fully, hasn't received the attention it may have needed in society, but we are on our way. So my next question would be, which problems have you guys come across while writing the novel, when it comes to storytelling or very personal obstacles, or in general, what problems have you come across? Well, to be honest with you, this is actually, at least for me, in terms of telling the story, it was actually one of the easiest things I've done. And that shocks me. I still don't understand why it was so easy as a story to write. It just was there. And it was a little bit like music, you know, sometimes if you hit the right note, the story is implicit in that first note. And once I hit the note, I knew that I had it. What was perhaps more difficult was that Khalil and I were working out of separate cities. So, and we had to produce on a constant basis every day, you know, especially the pressure on Khalil was tremendous. Because, you know, for me, I write something and it's easy. Then Khalil has to draw the whole thing, which is where the beauty of the work comes from. So, no, I wouldn't say I have to say, maybe the hardest thing was experiencing all the emotions as a child. When I was younger, growing up in Iran, and I started sort of seeing the first executions. It wasn't something that I could integrate into my way of being and way of seeing the work. It remained a problem for me. And that was when I was 12. So the emotionally absorbing what was taking place in Iran, that was the hardest thing. Taking my mind and my heart into the prisons or into kids who are being executed, or those were the harder things, if you will. But that wasn't something I did when I was writing. That's something that I had to live with. And you know, in a way, sometimes the deepest wounds are also your deepest gifts. Also die Geschichte zu schreiben war eigentlich gar nicht so schwer. Es war eigentlich relativ einfach, mit der Geschichte am Ende
voranzukommen. Sie war einfach auf einmal geboren. Es ist manchmal wie wenn man bei einem Musikstück die erste Note hört und auf einmal weiß, aus dieser ersten Note